Heute schaue ich mir das Shure SM7B mal näher an. Das dynamische Tauchspulmikrofon ist dieser Tage der Hit bei Podcastern, YouTubern und natürlich nicht zuletzt in vielen Recording-Studios. Ich möchte mit dir herausfinden, warum es so beliebt ist, welche Probleme es mitbringt, wie man schnell den besten Sound rausholt und welche Alternativen es gibt. Außerdem spreche ich hier das komplette Voice-Over damit ein. Wie immer freue ich mich natürlich über Likes und Kommentare und alle Links findest du unten in der Beschreibung. Das SM7B hat eine Nierencharakteristik und bedient einen Frequenzbereich von 50 bis 20.000 Hertz. Das mag sich nach weniger anhören als so manch anderes Mikrofon, aber ist wohl der Bauform geschuldet. Es bietet den Komfort eines Schalters für Bass Roll-Off und Mid-Boost, die am Ende angebracht sind und mechanisch anzeigen, welcher Frequenzgang gerade aktiv ist. Im Lieferumfang ist noch eine Abdeckplatte enthalten, um die Hebel darunter zu verbergen. Kann man, muss man aber nicht. Mit einer Impedanz von 150 Ohm kann das Mikrofon an so ziemlich allen gängigen Geräten betrieben werden, da dieser Wert eigentlich nur bei langen Kabelwegen von Interesse ist. Es soll außerdem gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmt sein, was ich später natürlich testen möchte, und bietet eine Schwenkhalterung, die alles, was man hineinspricht, irgendwie ein bisschen wichtiger macht, aber auch recht praktisch sein kann. Eingebaut wurde außerdem ein Popschutz, den es auch braucht, denn der beliebte Charakter des Mikrofons wird genau dadurch erzeugt, dass man nah rangeht. Allerdings ist es dort auch anfällig für Explosivlaute. Wie du diese vermeidest, dazu später mehr. Einen Link zum Mikrofon findest du natürlich unten in der Beschreibung. Das einzige echte Problem des SM7B ist, dass es einen geringen Ausgangspegel hat und so einen Vorverstärker benötigt. Man kann mit einer einfachen Soundkarte natürlich auch ein Signal herausbekommen, aber der Gain will in diesem Moment schon auf Anschlag aufgedreht werden und addiert so ein mehr oder minder starkes Grundrauschen zum Signal. Das Problem kann mit einem geeigneten Vorverstärker umgangen werden. Diese gibt es in verschiedenen Qualitäts- und Preisklassen und ich verlinke dir in der Beschreibung einmal eine günstige und eine etwas hochwertige Alternative. Die günstigere dieser beiden Möglichkeiten wäre eine einfache Erweiterung, die zwischen Kabel und Mikrofon gesteckt und mit 48 Volt Phantomspeisung betrieben wird. Sie hebt den Pegel auf ein gutes Niveau und lässt aber gleichzeitig keine Phantomspeisung zum Mikrofon selbst durch. Außerdem wäre da noch ein Problem, welches aber nicht unbedingt eines ist. Das Mikrofon ist darauf ausgelegt, kopfüber an einem Mikrofonarm angebracht zu werden. Ich selber besitze so einen Arm nicht und begnüge mich daher mit einem einfachen Stativ. Deshalb ist der Schriftzug immer verkehrt herum und sollte ich das ändern wollen, ginge es nicht, denn das Mikrofon lässt sich nicht von der Halterung lösen, ohne diese aufzubiegen. Das ist der Sound vom SM7B ohne Vorverstärker. Den Gain an der Soundkarte habe ich voll aufgedreht. Und so klingt das SM7B mit dem Triton Fathead. Das finde ich natürlich schon um einiges besser. Den beliebten Radiosprechercharakter bekommt das Mikrofon, wenn man ganz nah rangeht. Allerdings muss man dann trotz Popschutz mit ungewollten Lauten rechnen. Ohne Korb wird es dann natürlich nochmal etwas stärker. Weiter weg geht zwar auch, aber gedacht ist das Mikrofon nicht unbedingt dafür. Um Popgeräusche zu minimieren, könnte man auch etwas an der Kapsel vorbeisprechen. Allerdings muss man darauf achten, dass der Korb nicht im Weg ist und im oberen Frequenzbereich verliert man dadurch einiges an Brillanz. Ein gesundes Mittelmaß an Entfernung frontal angesprochen gefällt mir bisher am besten. Zu empfehlen ist es übrigens, den Soundcheck mit Kopfhörern anzuhören, um die verschiedenen Soundbeispiele besser beurteilen zu können. So klingt das SM7B mit eingeschaltetem Bass Roll-Off. Und so klingt es, wenn der Mid-Boost eingeschaltet ist. Aber jetzt möchte ich mich nochmal mit dem Mixing beschäftigen, um zu sehen, was ich aus dem Sound rausholen kann. Das Mikrofon will richtig angesprochen werden, um schon von vornherein einen guten Sound auszugeben. Um Explosivlaute zu vermeiden, platziere den Korb etwas unterhalb und seitlich versetzt zu deinem Sprecher, sodass die Laute am Korb vorbeigehen, aber man trotzdem nah ran kann. Um den Sound mit Bordmitteln zu mixen und aufzuwerten, nutze ich lediglich ein Gate, einen parametrischen Equalizer und einen Kompressor. Letzteren gibt es via VST-Plugin als kostenlosen Download, den ich unten in der Beschreibung verlinke. Man kann natürlich noch mehr rausholen, aber dies ist, richtig angewendet, oft schon ausreichend. Im Prinzip sind die Mixing-Oberflächen von Cubase, Reaper, Premiere, DaVinci und Konsorten technisch alle ähnlich und wie du ein VST-Plugin installierst, findest du schnell durch eine Google-Suche heraus. Als erstes kommt der Gate-Effekt zum Einsatz, denn er schneidet alles an Signal ab, was zu leise ist, aber stören könnte. Maßgeblich will man Grundrauschen möglichst in die Unhörbarkeit verschieben, also nur ein bisschen, und das war's auch schon. Nun suche ich mir beim Equalizer die Frequenzen heraus, die mir nicht gefallen, also alles was rumpelt oder schneidet oder zu viel Raumcharakter hat. Dafür verstärke ich den Teil des Frequenzbandes, um ihn besser vom Rest unterscheiden zu können und senke ihn dann wieder ab. Nicht zu viel, sonst klingt es schnell unnatürlich und man verliert an Detail. Mit etwas gesundem Menschenverstand merkt man schnell, was zum Signal gehört und was lediglich Charakteristika des Raumes widerspiegelt.
Als nächstes kommt der Kompressor, welcher die lauten Teile leiser und die leisen Teile lauter machen kann, um so ein ausgewogenes Signal zu bekommen. Um es einfach zu halten, drehe ich den Drive so lange hoch, bis die Nadel kurz vor 0 Dezibel an der lautesten Stelle steht. Das Signal scheint nun leiser zu werden, was ich durch den letzten Regler wieder ausgleiche. Dort schiebe ich so lange an, bis ich auf meiner Pegelanzeige bei ca. -6 Dezibel ankomme. Auch hier gilt, nicht zu viel und auf Nummer sicher gehen, damit es nicht übersteuert. Es gibt natürlich unzählige Alternativen zum SM7B, was jedoch auch immer von Anspruch und Geldbeutel abhängt. Es bringt Vor- und Nachteile mit, aber wer gerne nah herankommen möchte und etwas Mixing nicht scheut, der kann auch zum SM57 greifen, welches ein hervorragender Allrounder ist und weniger als ein Drittel kostet. Im Netz finden sich auch Tutorials, wie man damit den Sound des SM7B nachempfinden kann. Ein Link findest du unten in der Beschreibung. Ich habe mir das Mikrofon ausgeliehen und getestet und kann sagen, dass ich es vom Grundsound her sehr angenehm finde. Out of the box macht es einen guten Job, hat einen angenehmen, soften Charakter und kann mit etwas Mixing noch verbessert werden. Es klingt natürlich mit einem Touch Vintage und bleibt angenehm linear. Zu beachten sei jedoch die spezielle Aufhängung, die bei einem Mikrofonarm für Podcasting vorteilhaft ist, aber im Studio auch gerne mal für einige Umstände beim Ausrichten sorgen kann. Der Popschutz macht einen guten Job und ist auch für Ungeübte eine große Erleichterung. Trotzdem braucht es einige Übung, um das Mikrofon im richtigen Winkel anzusprechen. Probleme mit Explosivlauten kann man so minimieren. Hätte ich nicht bereits ein gutes Studiomikrofon für meine Voice-Over, wäre es für mich eine Option. Doch nochmal Geld für etwas auszugeben, was ich tendenziell schon besitze, macht in meinem Fall wenig Sinn. Für alle anderen, die Gesang, Sprache oder auch mal Instrumente aufnehmen wollen, ist es eine sehr gute Wahl, um gleich mit professionellem Sound einzusteigen. Auch wenn der Preis nicht im Low-Budget-Segment angesiedelt ist, zahlt man für diese Soundqualität auch gerne mal ein paar hundert Euro mehr. Und warum ist es nun so beliebt? Ich denke, dass zum einen natürlich der Sound und der angenehme Charakter überzeugt. Doch auch die Bauform suggeriert dem potenziellen Käufer einen professionellen Touch. Man kennt Mikrofone dieser Art aus Film und Fernsehen und so hat man das Gefühl, sich mit dem Kauf in Richtung Pro-Level zu bewegen. Denn bei einer Kaufentscheidung überzeugen bekanntlich nicht nur innere Werte. Hinzu kommt die Tatsache, dass es heute auf YouTube bei Creatoren und Podcastern quasi Standard ist und nicht nur gehört, sondern auf entsprechenden Plattformen auch gesehen werden kann. Der Werbeeffekt dieser Tatsache, ob von Shure beabsichtigt oder nur Zufall, spielt sicherlich eine große Rolle. Das war's mit meiner Meinung zum Shure SM7B. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Like und hast du noch Anmerkungen oder Fragen, immer rein in die Kommentare. Ist Recording und Musikequipment dein Ding? Lass ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.